Also ein Projekt hat einen langen Vorlauf. Es beginnt eigentlich erst damit, dass man einfach mal so einen Projektplan skizziert, dass man sich Sponsoren, Förderer sucht, die das Ganze unterstützen. Das hat ja auch ein gewisses finanzielles Volumen, wenn man dann auch so viel Technik einsetzt, Werbung für das Konzert machen will. Dann braucht man einfach finanzielle Unterstützung. Und bevor es dann so richtig losgeht, ist einfach schon viel Arbeit gemacht. Begonnen haben wir mit der musikalischen Arbeit schon im Frühjahr. Da haben wir angefangen, das Programm auf die Beine zu stellen, festzulegen, welche Stücke wir spielen werden, wie das Programm laufen soll, in welcher Reihenfolge. Sind dann an die International Guitar Academy nach Berlin gefahren zu Thomas Offermann, haben gemeinsam mit Thomas Offermann geprobt, was wieder sehr effektiv war. Wir sind alle Stücke durchgegangen mit ihm, haben alles ins Detail geprobt und sind dann erst nach den Sommerferien dazu übergegangen, das Ganze dramaturgisch zu planen. Das meiste ist wirklich dann bei den Proben entstanden. Jedem fiel mal irgendwas ein, was man machen könnte, wie man noch etwas besser darstellen könnte. Dann ist nach einigen Proben noch unsere Regisseurin, die Dorit Meyer-Gastel, dazu gekommen. Die hat das Ganze noch sehr schön abgerundet, in eine Form gebracht, Choreografien eingebaut, sodass das Ganze sich immer mehr auswuchs zu wirklich einem richtig runden Showprogramm. Also bei den ersten Proben für das Showkonzert hörte ich, dass wir alle möglichen Effekte, unter anderem Nebelmaschine oder ganz besondere Lichteffekte, Schwarzlicht nutzen wollten. Und das konnte ich mir noch nicht so richtig vorstellen, da man auch gar kein Gefühl hatte, wie das alles werden soll. Aber das musikalische und das dramaturgische Arbeiten, das war natürlich nur eine Sache, denn hinter so einem Konzertprojekt stehen noch viel, viel mehr Dinge, die zu tun sind. Da ist es zum Beispiel, gerade wenn man so viel Technik arbeitet, wichtig, dass jemand aus dem Orchester, denn alles, was wir gemacht haben, wurde aus dem Orchester generiert. Da ist es natürlich wichtig, dass man jemanden hat, der sowas kennt, damit umgehen weiß. Das war zum Glück bei uns der Till, der wirklich da alles gemanagt hat, der eine Liste aufgestellt hat, was wir denn für welchen Effekt benötigen, das alles auch geordert hat beim entsprechenden Verleih. Das war unglaublich wichtig, da so ein Know-how im Orchester mit auch zu haben. Ich habe mich im Vorwege sehr viel um die Technik gekümmert für das Konzert und da kam schon recht früh bei raus, das wird nicht so ein Konzert, wie wir es sonst machen, und das ist eigentlich auch das Besondere dabei. Das ist vom Aufwand her ja fast zu vergleichen mit einem Theaterstück, wo man eine Kulisse braucht, wo man viel Licht braucht, wo man viele Mikrofone braucht, und das war eigentlich so das wirklich Herausfordernde dabei, wo wir uns auch schon viele Wochen Gedanken gemacht haben, wie kann man einzelne Sachen umsetzen. Eine ganz besondere Herausforderung bei diesem Konzert war eigentlich die Mikrofonierung. Wir waren uns schon sehr früh bewusst darüber, dass wir jede Gitarre einzeln mikrofonieren müssen. Dann war aber die Frage mit der Inszenierung, es hat viel Bewegung gehabt, das Ganze, wie kriegen wir das hin, die Gitarren abzunehmen und trotzdem so viel Bewegungsfreiheit da zu haben. Und da haben wir lange überlegt und uns Lösungen gesucht und sind dann nachher zu einer ganz tollen Lösung gekommen mit diesen sehr kleinen Ansteckmikros, die auch die Optik nicht so sehr verändern von der Gitarre. Und dann auch das Ganze noch über Funk zu übertragen, was eine sehr große Herausforderung ist, wie man sich vorstellen kann, wenn man 20 Kanäle ungefähr hat, 20 verschiedene Funkkanäle, die sich nicht gegenseitig stören dürfen, und man hat ja auch nur 2 Versuche gehabt, um das Konzert richtig aufzunehmen. Das war wirklich ein sehr spannender Moment. Insgesamt für die Technik war der Zeitplan wahnsinnig straff. Wir hatten im Grunde nur einen Aufbautag, an dem auch noch eine Generalprobe stattfinden sollte. Und da ist eigentlich das ganze Helferteam rotiert, damit wir sehr schnell aufbauen konnten. Und dann ging es eigentlich auch direkt nach dem Aufbau los, dass halt die verschiedenen Lichteinstellungen gemacht werden mussten. Und das war eigentlich ein Tag, wo wir dann abends ins Bett gegangen sind und auch richtig fertig waren und uns aber dann auf der anderen Seite auch richtig gefreut haben auf die Generalproben am nächsten Tag. Für die Technik haben wir ein ganz super Helferteam gehabt, was eigentlich aus Freunden und Bekannten des Orchesters bestand und
aus im Grunde ganz Deutschland angereist ist, um wirklich dieses Konzert mit uns umzusetzen. Da war zum Beispiel Sebastian Humbeck, der ja ganz hervorragenden Ton für uns gemacht hat als Toningenieur. Da war Andreas Reich, der ja verantwortlich war für das Licht und auch in ganz kurzer Zeit diese tollen Lichtstimmungen kreiert hat für uns. Dann hatten wir ein ganz tolles Team für die Kameras mit Markus Thomas, mit Raimund Wagner, mit Michael Böhm und ja auch Andreas Becker, der noch dabei war, der hier auch den Verfolgerfahrer gemacht hat und da sich ruckzuck eingearbeitet hat. Und ja, das war echt ein super Team und ohne so ein gutes Team hätte das eigentlich nicht geklappt. Letztendlich war die Herausforderung, ganz kurz vor dem Konzert stand erst der Aufbau und dann musste das Helferteam es schaffen, mit ganz wenigen Proben im Grunde innerhalb von 2-3 Stunden sich einzuarbeiten in dieses Konzertprogramm. Und das hat eigentlich nur so gut geklappt, weil wir im Vorwege sehr genau jeden Schritt dokumentiert haben und eigentlich auch jeden Handgriff. Und ohne so eine Vorbereitung kann man ein solches Konzert in so kurzer Zeit eigentlich nicht stemmen. Für das Konzert haben wir wahnsinnig viel Technik gebraucht. Wir hatten im Grunde 24 Spuren, die wirklich digital aufgezeichnet wurden. Wir hatten 18 Funkstrecken, die koordiniert werden müssen. Wir haben wahnsinnig viel Licht gehabt. Ungefähr 20.000 Watt Lichtleistung hatten wir insgesamt, die auf 200 verschiedenen Kanälen programmiert wurden. Wir hatten alleine für diesen 3D-Effekt, den wir am Anfang mit dem Vorhang hatten wir 60 einzelne Lampen, die angesteuert wurden. Wir hatten Videoprojektionen mit noch dabei. Wir hatten UV-Licht mit richtig viel Leistung. Das alles so zusammenzubringen, das war eine große Herausforderung, aber eigentlich auch das Besondere, was diese Effekte, die wir uns überlegt haben, ja, erst möglich gemacht hat. Damit auch das Publikum nachher auf der DVD richtig nah dran ist, haben wir 7 verschiedene Kameras eingesetzt. Und das Interessante war eigentlich auch dabei zu gucken, wo können wir diese Kameras positionieren, dass man wirklich nah am Geschehen ist. Und wir haben uns da auch Gedanken gemacht, wie wir mit so kleinen Kameras, die wir direkt an den Instrumenten befestigen, ja, auch neue Szenen kreieren können und auch das möglichst interessant zu machen für den Zuschauer. Diese ganzen Abläufe gehen natürlich nicht ohne Bühnenhelfer. Wir hatten ganz tolle Bühnenhelfer an der Bühne und aus technischer Sicht war das auch wichtig, dass das ganze Team, was zusammengearbeitet hat, auch während der Show hinter den Kulissen immer miteinander kommunizieren konnte. Wir haben dafür ein Kommunikationssystem eingesetzt, sodass eben alle auch miteinander reden konnten während der Show. Und das hat eigentlich auch sichergestellt, dass jeder zur richtigen Zeit am richtigen Platz war. Wenn man diese ganzen Daten zusammenzählt, die wir in diesen 2 Tagen produziert haben, dann ist da ein unvorstellbarer Datenmenge bei rausgekommen. Wenn man das alles zusammenzählt, haben wir ungefähr 900 Gigabyte Daten produziert mit diesen 24 Audiospuren, die wir parallel gemacht haben, mit den 7 Kameras, die wir gemacht haben. Und das alles so zusammenzukriegen und zu sichten, ist nochmal eine ganz große Herausforderung. Darüber hinaus mussten wir aber natürlich auch so Dinge einfach organisieren wie PR. Nick hat für uns die Plakate entworfen, die Flyer. Also ich habe ja schon für die letzte CD das Design gemacht und die grafische Gestaltung übernommen. Und da war es dann eigentlich auch klar, dass ich das jetzt für das Programm, was wir machen, was damals noch immer mit dem Titel Showprogramm betitelt war, die grafische Gestaltung da auch übernehmen sollte. Und genau, und dann gab es halt erstmal nur diese Aufgabe und mir war eigentlich freie Bahn gegeben und dann habe ich irgendwoher diese Inspiration bekommen, dieses Plakat so zu machen, wie es ist, aber es war dann doch so stimmig, also fand ich auch so stimmig, dass gar kein zweiter Entwurf mehr nötig war und dass es auch gut zu dem Programm gepasst hat und dann zum Glück auch endlich ein Titel für das Konzert da war, nämlich JGHOR Unplugged. Es mussten Pressemeldungen geschrieben und rausgeschickt werden. Es mussten auch allein 800 Briefumschläge eingetütet werden, damit man die Werbung dann unter die Leute kriegt. Das sind alles so Kernarbeiten, die auch getan werden müssen. Wir mussten auch sowas wie den Kartenverkauf organisieren. Wie schaffen wir es, die Hütte voll zu kriegen und wie kriegen wir die Karten zu den Leuten? Das heißt, wir haben ein Online-Bestellsystem programmiert, beziehungsweise das hatte Julian für uns gemacht und haben dann wirklich die Karten zu den Leuten verschickt. Was wirklich irre war bei dem Projekt, dass ich
nach dem Konzert war es halt noch nicht vorbei. Das sind 35 Stunden Videomaterial allein, plus 2 Tage mit jeweils 24 Audiospuren, die auch jeweils eine Dreiviertelstunde lang sind, die auch alle noch abgemischt werden mussten und auch nachbearbeitet werden mussten. Und das war wirklich erstmal ein ganz schöner Berg, den man erstmal bewältigen musste, auch erstmal sich drin zurechtzufinden und die Kameras vor allem miteinander zu kombinieren und solche Aufgaben. Ich habe mich von Anfang an auch dafür bereit erklärt, den Schnitt und die Ton-Nachbearbeitung zu übernehmen, weil ich selber privat auch viel mit den Programmen am Rumspielen bin, aber nie so ein richtiges Projekt hatte, und da ist es halt auch super gewesen, sowas zu haben, wo man wirklich jetzt auch eine Deadline hat, wo man irgendwie dann auch fertig sein muss und dass man auch ein bisschen also wirklich gefordert wird und auch sein Können wirklich unter Beweis stellen kann. Was ich am Schnitt dann noch sehr interessant fand, also was mir dann auch Spaß gemacht hat, war immer die einzelnen Kameras durchzugucken und zu gucken, welche Momente jetzt man welche sich am besten eignen, dann zu zeigen, damit das Publikum wirklich nochmal einen Mehrwert hat, sich diese DVD anzugucken, weil man dann natürlich als jemand, der im Publikum sitzt, ist man ja immer so ungefähr 3-4 Meter entfernt. Und mit den Kameras sind wir halt wirklich richtig nah rangegangen, sodass man auch wirklich uns auf die Finger gucken konnte und das es wirklich auch nochmal Sinn macht, sich die DVD überhaupt anzugucken, auch für die Leute, die im Konzert waren. Ja, muss sagen, ich habe den Aufwand, den dieses Konzertprojekt bedeutet, den habe ich diesmal grob unterschätzt. Ich muss sagen, dass es so viel Arbeit bedeuten würde, das war mir diesmal nicht klar. Und das wäre mir auch, glaube ich, diesmal ein bisschen entglitten, wenn nicht der glückliche Zufall gewesen wäre, dass in dem Moment, wo es so richtig intensiv wurde und so richtig zeitaufwendig, dass da bei gitarrehamburg.de, das ist ja der Träger des Gitarrenorchesters, da nicht der glückliche Zufall gewesen wäre, dass der Lennart Ross bei uns angefangen hat als freiwilliges soziales Jahr Kulturmitarbeiter. Ja, 3 Wochen vor diesem Konzert habe ich mein freiwilliges kulturelles Jahr bei gitarrehamburg.de angefangen und habe mich also bei dieser Institution auch gerade um dieses Konzert gekümmert und bin sozusagen ins kalte Wasser reingeworfen und habe da 8 Stunden am Tag dieses Konzert organisiert. Und das Organisationsteam hat dieses Konzert total unterschätzt und wir hatten echt nicht gedacht, dass das so viel Arbeit wird, aber als wir dann gesehen haben, dass das irgendwie so 100 Organisationsdateien im Internet waren und dann hat man schon gesehen, ja, das wird wohl eine große Nummer, obwohl man das noch nicht richtig realisieren konnte. Das besonders Spannende war natürlich wirklich, dass wir dieses ganze Programm und auch alles, was drumherum passiert ist, dass das wirklich aus dem Orchester generiert worden ist und dadurch das Orchester nochmal eine ganze Ecke zusammengewachsen ist, auch über die Konflikte, die dann vielleicht dadurch entstanden sind, weil einige sich mehr eingebracht haben, andere aus verschiedensten Gründen das nicht so gemacht haben, vielleicht auch nicht konnten, aber dass wir auch damit umgehen gelernt haben, diese Differenz auszuhalten und auch zu akzeptieren und trotzdem zu wissen, jeder ist unglaublich wichtig für unser Orchester und wir können es nur schaffen, wenn wir es zusammentun. Schlussendlich habe ich so das Gefühl, dass alle dann, nachdem das Ganze gelaufen ist, so ein Grundgefühl hatten, dass man eigentlich noch nie so was Kreatives gemacht hat. Dass es neben dem Musikalischen, wo wir uns natürlich wieder unglaublich viel Mühe gegeben haben und auch wirklich sehr viel geprobt haben, auch noch diese ganze choreografische und dramaturgische Arbeit, dieses sich Gedanken machen, wie man etwas darstellt, wie man auch die Musik noch durch einen bestimmten Effekt unterstreicht, dass das was sehr Besonderes war und auch wirklich so, wohl das Kreativste, was wir bisher gemacht haben. Ich hatte vorher immer gehört, was alles kommen soll, aber dass es so gut wird, hatte ich nicht gedacht.